Ja, liebe Freunde, jetzt geht's ins Winterlager. Das Wetter ist wirklich nicht optimal dieses Wochenende, aber wir müssen durch, weil die Brücke gesperrt ist. Nächste Woche kommen wir nicht mehr durch. Schlechteres Wetter geht kaum. Ja. Aber jetzt bringen wir erstmal die Autos weg und dann kommen wir wieder und dann fahren wir los. Und wir hoffen, dass es nicht ganz so viel schüttet. Ja, man kann sich das Wetter nicht aussuchen. Man muss es nehmen, wie es kommt. Die Motoren laufen. Wir haben gerade eine gute Lücke erwischt. Es ist gerade windstill, ein bisschen blauer Himmel. Und das nutzen wir jetzt, um hier aus dem Hafen rauszukommen. Dann haben wir nur noch die Rewe-Schleuse heute und danach keine Brücke, nichts mehr. Da können wir so fahren, egal wie viel Wind ist. Alles los! Alles weg! Ja, findest du das? Danke. Bist du schon gut? Jo. Luzi, grüß Gott. Alles super. Schön geradeaus bleiben. Jetzt musst du in die Richtung einschlagen. Doch, da vorne. Ja, jetzt kommst du hoch, jetzt kommst du hoch, ja. Und komm. Schön geradeaus. Ja, gerade. Die Seite frei. Die Seite ist auch frei, kannst groß rausfahren. Geht doch mal weg. Bleibt alle gesund. Danke. Ja, das war die Ausfahrt aus der Klink und ja, jetzt geht's Richtung Winterlager. 52 Kilometer, das ist Schwarzleuz. Das ist unser erklärtes Ziel und das können wir, wenn die Rewe-Schleuse gut öffnet, in 4 Stunden schaffen. Da haben wir ja zum Ablegen richtig Schwein gehabt. Jetzt schüttet es wieder, also Bootswetter ist das keins. Aber durch die Zwischenplane sitzt man hier doch relativ warm durch die Heizung von unten. Und das Smoothie hat die Arschkarte, da muss immer draußen stehen, bei Wind und Wetter. Ja, und der Segler, der da kommt, der hat noch eine größere Arschkarte. Ich ziehe mich erstmal um. Ja, aber das Wetter ist schon nicht toll. Man sieht auch nicht wirklich gut. Nach der Elberger Brücke treffen wir Peter und Petra. Ja, wir nähern uns jetzt der Rewe-Schleuse und Peter und Petra mit der neuen Wurm 41 sind hinter uns. Und ja, ich habe die mal angefunkt, in der Hoffnung, dass sie die Schleuse schon vorbereiten. Mal schauen. Bei so einem Wetter macht natürlich Schleusen überhaupt keinen Spaß. Und genau in dem Moment, wo ich jetzt wieder raus muss, fängt es wieder an zu regnen. Ja, als Smoothie hat man es nicht einfach. Okay, geht los, kannst losmachen. Als wir ankamen, war gerade das andere Tor geöffnet. So mussten wir die gesamte Schleusung abwarten. Das hat uns 10 Minuten gekostet. Aufgrund des Windes haben wir angelegt. Wir haben hier heute eine Privatschleusung. Hier hinter uns kommt nichts mehr. Wir legen jetzt Steuerbord an. Der Wind drückt uns drauf, ganz leicht, sodass wir großartig gar nicht festmachen müssen. Du kannst den Poller nehmen, ja, den vor der Leiter. Unten den kleinen kannst du auch nehmen, der ist auf deiner Höhe. Oder du nimmst den großen oben vor der Leiter. Ich kann mich mit Marina hier, trotz dass ich am Steuer sitze, ganz normal unterhalten. Und das macht das Manövrieren
Anlegen, Ablegen, Schleusen natürlich total einfach. Wir sind jetzt an der Eiselmündung und ja, wie man hier sieht, es kommt nichts raus, kein Frachter, das heißt wir können locker dran vorbeifahren, müssen aber aufpassen, da schaukelt sich manchmal die Welle auf, genau vor der Mündung. Und ich bin halt wieder hier runtergegangen, um drauf zu achten, damit unser Fernseher, der ja hier steht im Salon, nicht wieder runterfällt. Eine Tasse festhalten, ja, man merkt schon, wie die Welle größer wird hier. Kann man jetzt die Eisel sehen? Dann ist das hier ab und zu etwas welliger. Es gibt ein Video, wo alles bei uns runterfällt und Marina den Fernseher gerade noch festhalten kann. Aber es ist harmlos. Ja, jetzt kann man mal... Jetzt kommt der Wind von der Seite. Jürgen, sein Getränk ist wahrscheinlich umgekippt. Ich habe es jedenfalls gehört. Da hat es doch die Kamera weggehauen. Ich habe doch meine Tasse fest, weil wir haben jetzt Welle von der Seite und das ist nicht schön. Meine Blumen muss ich retten. So, Blumen sind gerettet. Die Bilder wackeln wieder hin und her. Das müssen wir jetzt bis zum Ramsdieb aushalten. Und dann ja, kommen wir wieder in den Kanal rein und dann ist alles gut. Also man sollte doch einige Dinge sichern, die nicht runterfallen sollen. Was ist denn bei dir alles umgefallen? Ja, nur die Kamera. Hier ist jetzt wieder alles gut. Und ja, also es hätte noch von den Vorhersagen viel schlimmer kommen können. Wir haben echt Glück gehabt, dass das Wetter gar nicht so schlecht ist, wie es eigentlich angekündigt war. Und wir legen nachher in Schwarzleuß in der Stadt an und hoffen dort auch windgeschützt zu sein, wenn wir dort einen Platz kriegen. Wir sind jetzt ins Romsgoil eingefahren, wo muss man darauf achten? Im Veluwemeer und Handmeere war die rote Tonne auf Steuerbord und jetzt ist sie hier auf Backbord. Vor Jahren bin ich da mal drauf reingefallen und habe dann etwas im Sand gequillt, bis ich gemerkt habe, dass ich auf der falschen Seite der Tonne war. Hier merkt man auch, was Rückenwind ausmacht. Mit Gegenwind waren wir so bei 13,5 und jetzt hier mit Rückenwind sind wir sogar bei 16,4 km/h. Das ist ordentlich, 16,5 sogar. Da sind wir natürlich jetzt ruckzuck in Schwarzleuß. Also noch 3 Uhr haben wir jetzt, wir werden noch vor 5 Uhr in Schwarzleuß sein. Wenn wir in Kahnerwert im Hafen liegen müssen, dann macht es keinen Sinn, nach Schwarzleuß reinzulaufen. Das ist viel zu weit. Deshalb brauchen wir auch einen Stadtplatz. Von hier aus sieht man wunderbar, dass die Brücke über das Ramsdiep deutlich höher ist wie die Brücke über das Ramsgoil. Aber für die Sportboote reicht es aus. Und die Brücke ist passiert. Die Bliss folgt uns. Ich habe den Captain mal abgelöst, damit er auch mal zur Toilette gehen kann. Ja, hier am Ramsgoil ist es total ruhig. Der Wind kommt von hinten und wir haben echt Glück mit dem Wetter. Wir haben noch relativ gutes Wetter. Ab und zu mal einen Schauer, aber damit kann man ja leben. Ne? Mittelplane ist echt toll. Hier hinten ist es kalt und wenn ich durch die Plane durchgehe, in den Fahrstand ist es warm. Das ist toll. Und jetzt bin ich in der warmen Zone. Und Marina hat das Steuer übernommen. Da wird gleich das Wetter besser. Ich bin halt der Engel. Ja, das ist schon witzig. Jetzt sind wir gerade von Silvio und seiner Familie auf der Ramsbourgbrücke entdeckt worden, wo wir gerade drunter durchgefahren sind. Wir mussten nach Hause fahren, weil die Dieselheizung kaputt war. Und ja, ich hoffe, wir können sie nächstes Jahr mal in Lemmer treffen. Ja, die haben uns nämlich gerade eben angerufen. Grüße von hier. Es kommt uns ein kleines Flusskreuzfahrtschiff entgegen. Oder Ausflugsschiff.
Aber bei dem Wetter hätte ich da auch keine Lust. Aber unten sind Gäste drin. Wir sind gut unterwegs. Mit Rückenwind schaffen wir es doch eine halbe Stunde früher nach Schwarzlois. Wir sind gerade hier an der Abzweigung nach Bollnhofe, Blugsheim vorbei. Und jetzt ist eigentlich nur noch ein kleines Stück. Eine halbe Stunde noch oder so, dann müssten wir fast da sein. Kann ich ja noch in den Supermarkt gehen? Ja, der Supermarkt klappt noch. Wenn wir denn in der Stadt einen Platz kriegen. Da kann ich der ganze Leergut noch wegbringen von gestern Abend. Ja, oh. Und Fla kaufen. Und Fla kaufen, ganz wichtig. Mit Karamell, der schmeckt besonders lecker. Ja, haben wir gerade entdeckt. Aber nicht der normale, den Tetrapack, sondern es gibt ja kleinere. Die sind viel besser. Die sind in so einem Becher. Ja, jetzt sind wir hier wieder in Genemuiden und die Fähre fährt gerade los. Wir stoppen mal hier kurz ab, weil die Fähre vor uns gerade rüberfährt. Und man sieht auch richtig, dass da ein langes Kabel ist. Das Kabel kann man gut sehen noch an Land. Also das war wirklich quer rüber gespannt jetzt. Auf der Fähre steht es dran, dass da ein Kabel ist. Das steht an der Fähre dran. Oh, ich muss wieder rein. Fängt wieder an zu regnen. Es gibt da Peter aber Stoff. Okay, jetzt geht es weiter. Die Fähre hat angelegt, aber dass das Kabel so war, habe ich noch nie gesehen vorher. Ja, Peter mussten doch ihre Antennen kippen. Die ragen doch sehr hoch. Aber jetzt passt. Ja, ihr passt durch. Bin mal gespannt, ob wir hier einen Platz kriegen. Fender sind tief. Ja, wir gehen hier ran. Die Kaimauer wäre auch frei gewesen. Ist der Fender hinten auch tief genug? Wir gehen diesmal an den Seitensteiger, der ist frei. Der Wind drückt uns ein bisschen drauf. Vorne sind wir fest und jetzt kann ich mit der rechten Maschine rückwärts uns an den Steg halten. Da kann nichts mehr passieren. Pass auf, dass du nur auf dem Netz läufst. Ja. Okay. Ziemlich glatt. Ja. Gut. Wir machen die hintere Leine an den Poller fest. Haben wir doch einen guten Platz gekriegt. Dieser Steg war all die Zeit, wo wir immer hier waren, voll. Immer belegt. Und jetzt ist er mal leer. Ja, und hier ist die Bliss. Noch das Verdeck hinten ist ab. Haben nur vorne zu. Dann mal auf das neue Boot. Wir gehen jetzt ein Anliege betrinken. Diese Leiter hatten wir ja schon gesehen, ist gleichzeitig auch die Badeleiter, so wie es aussieht. Das ist eine schöne Abdeckung für die Polster. Die fehlt bei uns. Wir haben zwar die Druckknöpfe dafür, aber die ist im Laufe der Jahre anscheinend mal abhanden gekommen. Aber auch hier tut die Zwischenplane gute Dienste. Das ist der erste Schluck hier auf dem neuen Boot. Ja, genau. Der ist eingetrunken. Ja, das ist das Schöne an dieser U-Ecke. Man hat sichtlich viel Platz. Ja, wir liegen diesmal heute am anderen Steg. Da drüben waren wir im Sommer schon mal. Das ist wirklich eine schöne Ecke. Und hier liegt die Bliss. Und wir gehen jetzt essen. Ja, am Ende dieses langen Steges liegen wir. Und ja, hier gleich in der Brasserie haben wir noch im Sommer gegessen. Das Video ist noch nicht online. Und da wir hier schon mal waren, gehen wir heute in die Stadt zum Italiener. Und wir wollen euch ja immer was anderes vorstellen. Und hier nebenan ist auch gleich noch neben dem Restaurant eine Kneipe. Musikcafé. Wir gehen jetzt hier über die Brücke. Eigentlich Fahrradfahrer hier. Wirst du von Fahrradfahren überfahren. Muss aufpassen. Guck, da hinten ist schon eine Fahne. Hier sieht man schon alles schon auf Bella Italia ausgerüstet. Hier die ganze Straße. Und dann sind wir jetzt mal sehr gespannt. Ist auch viel zum Abholen, ist relativ viel los. Und ja, auf jeden Fall haben wir Platz genug hier. Ist nicht zu voll, aber laut. Action. Und da kommt dieser Tomatensuppe. Ja, mal einen neuen Suppenteller haben wir auch noch nicht gehabt.
Ja, lasst es euch schmecken. Die Pilze von der Petra fehlen noch. Ach, die Pilze fehlen noch. Meinst du, die kommen noch? Ja, die kommen noch. Die kommen noch. Ganz sicher. Jetzt sind die Pilze da. Everybody, enjoy Ja. everybody. Ja, thank you. Das ist ja richtig voll hier geworden, meine Fresse. Und jetzt, hier gibt es auch halbe Pizzen, wir haben ja schon Salat, alles super. Suppe gehabt. Ah. Und die zweite Runde ist immer noch voll. Ja, da kommen neue Leute. Ab 1. Oktober ist das Hafenkontor nicht mehr geöffnet. Da kann man die Hafenmeisterin nur noch per Telefon erreichen. Da kann man sich den Weg eigentlich sparen. Wir liegen da drüben am Steg und ja, diese Nacht hat es richtig gestürmt. Und auf dieser Seite hier in Schwarzholz war es richtig ruhig im Gegensatz zu draußen. Und da haben den Sturm also gut überstanden. Und ja, müssen wir jetzt weiterfahren. Nutzt nichts. Ja. Da war das ja. Ja, das schneide ich aber immer raus. Ja, ein neuer Tag beginnt. Wir müssen weiter, trotz viel Wind. Der Wind lässt nicht nach. Diese Nacht war es ja richtig stürmisch. Gestern Abend waren wir in Bella Italia essen. Das ist so eine Mischung aus Pizzeria, Stammkneipe, Takeaway und Restaurantbetrieb. Und waren natürlich ausschließlich Leute aus dem Dorf da. War sehr gemütlich, das Essen war gut. Außer den Lambrusco, den sollte man sich besser schenken, der war nix. Aber ansonsten schon eine Empfehlung, da mal hinzugehen. Die Pizza war lecker. Ja, weil Essen war gut. Und nur der Lambrusco hat halt nicht geschmeckt. Der war Aber der Pinot Grigio, der war lecker. Ja, also gerne mal hingehen. Ganz uriges Lokal. Dann starten wir mal wieder die Maschinen. Die rechte Maschine ist gestern einwandfrei angesprungen. Mal gucken, ob es heute auch noch tut. Jo, super. Alles bestens. Wir haben soweit die Leinen los, vorne noch. Und dann, ja, wir haben gerade eine windstille Lücke. Das macht das Ablegen sehr einfach. Wofür haben wir Bug- und Heckscharruder? Es geht los, rückwärts vom Ufer weg, in die Mitte, dann können wir wunderbar drehen. Besser geht's nicht. Also null Problemo. Linke Maschine rückwärts drehen wir gleichzeitig und fahren raus. So, rechte Motor dazu und dann drehen wir und schon sind wir im freien Wasser und es geht locker vorwärts. Die erste Schwierigkeit haben wir schon mal locker gemeistert. Auch Peter dreht hinten und ja, da haben wir echt Glück, dass jetzt gerade so eine kleine Flaute war. Die Ausfahrt aus Schwarzholz gefällt uns sehr gut. Im Hauptkanal ist jetzt gleich Kranerwerth, der Hafen, dort kann man auch tanken. Die haben blaue Diesel 20, das heißt 80% Diesel, 20% HVO. Aber ich empfand das doch recht teuer, das Tanken da. Da haben wir einmal nur ein bisschen nachgetankt. Jetzt fahren wir hier an Kranerwerth vorbei. Haben sind auch noch einige Boote draußen. Viele bleiben ja auch im Wasser. Ja, so ein Liegeplatz hier vorne direkt an der Wiese, an der Kade, ist schon schön. Hat immer Hafenkino. Und da hinten ist auch das Restaurant. Da waren wir auch schon mehrmals essen. Und einige sind auch schon eingewintert, die haben ihre Hallenplätze eingenommen. Ach man, gleich kommt die Schleuse und es hat wieder richtig angefangen zu schütten. Geht die Welt wieder unter. Das ist wirklich kein Bootsfahrwetter, aber unsere Autos stehen in Außenzeil, da müssen wir hin. Trotz Wind sind wir ganz gut in die Schleuse reingekommen. Aber ist schon nicht schön, wenn man Seitenwind hat. Aber zum Glück haben wir da Heckscharruder ein bisschen gegenzuarbeiten. Ja, das war aber alles ganz knapp. Die Fender sind hochgehüpft. Ja, immer das Problem, wenn man lang schraubt, dass der Fender dann hochgehauen wird. Ja. So, hier in der Schleuse haben wir jetzt wieder fast keinen Wind. Mal ist die Sonne draußen, mal nicht. Man sieht schon, wie der Wind das Wasser nach Schwarzholz reindrückt. Denn wir gehen ganz schön runter hier in der Schleuse. Und jetzt
Macht Bim Bim, das heißt, das Tor geht auf. Die letzte Schleuse für heute oder für dieses Jahr. Und da bin ich auch froh drum, bei dem Wetter macht das keinen Spaß. Grün und es geht weiter. Da draußen steht schon wieder ein Segler, der auch schleusen möchte. Hier ist wirklich nicht mehr los. Und vereinzeltes Boot. Gleich kommen wir zur Brücke. Und ja, wenn die gut läuft, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Die anderen Brücken öffnen eigentlich immer sehr schnell. Ich brauche sogar jetzt die Sonnenbrille, so ein Quatsch. Ja. Ach nee, Aprilwetter, April. Und das in Oktober. Das läuft ja wie am Schnürchen jetzt. Das erste Mal, dass die Brücke sofort aufmacht und wir keine Wartezeit haben. Wegen dem Wind hat die wahrscheinlich Gnade mit uns. Und die muss natürlich bei dem Wetter auch nicht so viel andere Brücken mehr bedienen. Da ist ja wieder diese Figur. Die Freiheitsstatue. Da ist wieder die Mini-Freiheitsstatue. Genau, aber guck mal, was da draußen so richtig dicke Wellen sind. Da ist schon ganz schön was los. Gut, dass wir hier binnen fahren. Ja. Ihr kriegt hier die Windgeräusche auch mit. Schaut euch das an, was da draußen los ist. Also, das ist kein Wetter für draußen zu fahren. Durch den Wind fahren wir schräg geradeaus. Der Wind drückt hinten mehr aufs Verdeck als vorne am Bug und dadurch fahren wir etwas schräg. Aber es war gut, dass wir nicht über Flugseil gefahren sind, denn hier auf dem Wasser ist doch mehr los als hier auf den Kanälen. Ansonsten hätten wir durch die Kahlenberger Gracht fahren müssen, wäre auch gegangen. Hier immer gucken, dass wir nicht zu nah an den grünen Tonnen fahren, denn der Wind drückt uns natürlich in die Richtung. Und wenn man da nicht aufpasst und glaubt, geradeaus geht's gut, wird man aber durch die Drift Richtung Tonne gedrückt. Also immer fleißig gegensteuern. Da ist da so wie so eine kleine Brücke. Ja. Da, wenn ein Tier reinfällt, dann kann das dort wieder rauskrabbeln. Ja. Aha. Also wenn da mal ein Schaf reinfällt oder irgendwas, die können dann da wieder rauslaufen. Ja. Marina telefoniert mit ihrer Schwester. Ja, Ja. täglich. Ja. Schauen wir mal rein. Der Yachthafen hier, der Versandhafen ist quasi leer. Ein einziger steht da noch drin. Bei dem Wetter will natürlich auch keiner Boot fahren normalerweise. Würden wir auch nicht, wenn man nicht ins Winterlager müssen. Da kommt noch ein Touristenboot raus, tatsächlich. Ja. Ist noch was los? Nein. Das ist nochmal die Tankstelle von Giton. Diesel 1,92, die haben echt einen Knall. Die Japaner sind Die Japaner unterwegs. sind da. Alle Japaner. Ganzes Boot voller Japaner. Das muss man ja sagen hier. Das ist schon top. Wir kommen an, rot-grün, Schranken gehen runter und wir haben praktisch keine Wartezeit. Und jetzt hat man das Gefühl, es ist wieder komplett windstill. Es ist schon hier, die Bäume und Häuser, die schützen natürlich. Und jeder Brückenmeister winkt. Die wissen, dass sie alle jetzt in die Winterlager fahren. Die Brücke in Giton ist auch geschafft. Jetzt haben wir noch eine weiter hinten und ich hoffe, die kriegen wir noch vor Brückenpause. Die werden irgendwo eine halbe Stunde Pause machen müssen, weil die hier Mittagspause machen, zwischen 12:30 oder 1. Und ja, aber hinten gibt es so viele Wasserrastplätze, da können wir gut anlegen. Auch die Brücke in Nordgiton macht sofort rot-grün. Jetzt ist der Himmel ja so blau geworden und es wirkt windstill mittlerweile hier. Ruckzuck sind wir hier wieder durch diese Brücke gefahren. Besser kann es nicht laufen. Es ist auch sehr, sehr, sehr ruhig auf dem Kanal. Wir haben ein einziges Charterschiff bis jetzt gesehen gehabt. Wir haben noch eine Brücke, wo wir so drunter durchkommen. Dann sind wir auf dem Stanway-Kanal und dann sind da noch 4 Brücken. Und ja, irgendwo werden wir eine halbe Stunde Mittagspause einlegen müssen, weil die Brückenwärter Pause haben. Mal schauen, wie weit wir kommen. Hier kommen wir einfach so durch. Da müssen wir nicht warten. Da muss nichts für uns geöffnet werden. Bei Sonnenschein ist das gleich ganz ein anderes Bild. Die nächste Brücke, die geöffnet werden muss, ist 4 Kilometer weg. Und in 35 Minuten geht es dort erst wieder los nach der Mittagspause. Ich habe also jetzt ein bisschen Gas rausgenommen und wir fahren jetzt ganz langsam, damit wir dann erst pünktlich zur Brückenöffnung wieder da sind. Sogar bei dem Wetter und dem Sturm sind die Angler noch da. Wir fahren immer mit 2 Funkgeräten
Das normale Funkgerät, das Bordfunkgerät ist auf Kanal 10 und das Handfunkgerät dient zur Interboot-Kommunikation. Das ist auf Kanal 77. Da kann man uns auch immer erreichen, wenn wir unterwegs sind. Hier werden ja auch schöne Yachten gebaut. Es ist schon ganz schön windig. Ich gehe wieder rein. Es ist ungemütlich. Auch wenn es schön draußen ausschaut, es ist trotzdem ungemütlich. Hier drin ist gemütlicher. Ja. Standby ist erreicht. Gegen die Kälte brauchen wir doch einen Grog. Und ja, biegen jetzt Backbord ab und haben jetzt Wind von vorne. Weil wir gegen den Wind fahren? Ja, Okay. bremst uns ein bisschen, weil wir haben noch Zeit bis zur Mittagspause oder nach der Mittagspause. Vielleicht machen die ja gar keine Mittagspause und öffnen die Brücke trotzdem für uns. Die haben ja eigentlich sonst nichts zu tun, die haben ja eigentlich bei dem Wetter eigentlich den ganzen Tag Pause. Aber Mittagspause ist Mittagspause. Ja. Und das ist für die heilig. Ja, das ist das Problem. Wir werden es gleich sehen. Wahrscheinlich. Ja, die haben tatsächlich Doppelrot und im Nachhinein muss ich sagen, hätten wir besser mit einer Maschine noch viel langsamer fahren sollen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde und die müssen wir irgendwie überbrücken. Am Schiff sieht man, wie es gerade windet. Die Brücke hat tatsächlich Doppelrot, das heißt, wir müssen jetzt irgendwo hier anhalten und warten. Und die Fender müssen ganz tief. Marina kämpft im Sturm da draußen, sehr ungemütlich. Wir versuchen jetzt mal hier ranzugehen. So, wir liegen jetzt im Wind mit 2 Leinen fest und warten jetzt ab. Peter liegt jetzt auch. Also die Mittagspause ist wirklich heilig hier. Er hat jetzt in dem Container gesessen und bei Zoom Rollo und hat das jetzt pünktlich um 13 Uhr geöffnet. Geht es wahrscheinlich gleich weiter. Ja, und nur noch einmal rot, kein Doppelrot mehr. Pünktlich geht's weiter und wir sind auch schon durch. Ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ich quatsche und mache und filme. Guck jetzt. Scheiße. Naja, aber wir sind durch, das ist das Wichtigste. Und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Brücken, aber die öffnen alle pünktlich. Wie soll ich jetzt die Weil- Suppe noch machen? Gibt keine Pause mehr. Wir können jetzt wieder mit 800 Touren aber fahren, ne? Ja, okay, ich gebe ein bisschen Gas. Ich mache jetzt die Suppe warm. Ja, ja. Okay. Oi, 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 oi. Im Moment haben wir richtig Wind. Aber zum Glück kommt er genau von vorne und macht uns gar nicht aus dadurch. Das ist jetzt doof. Die nächste Brücke hat noch Doppelrot, obwohl eigentlich die Mittagspause vorbei ist. Das wird jetzt schwierig. Marina, hör mal auf, Essen zu kochen. Wie bitte? Hör mal auf, Essen zu kochen. Hab schon Ist da ausgemacht. ein Häuschen oder ist der fernbedient? Ja, die hat auch ein Häuschen, aber die Rollos sind noch runter. Ja, bei dem Wind stehen wir jetzt vor der Brücke. Da ist Die irgendwie eine ist Telefonnummer doppelrot. dabei. Ich rufe da jetzt mal Kein an Mensch gleich. im Häuschen, obwohl eigentlich Bedienzeit ist. Stehe ich gerade nicht. Und das bei dem Wind. Wenn jetzt kein Wind wäre, wäre mir das ja wurscht. Ich habe da tatsächlich jemand erreicht und er war total überrascht, dass die Brücke jetzt hier nicht offen ist. Und er ruft jetzt gleich an, dass da einer kommt. Die ist jetzt angerannt gekommen. Von irgendwoher. Und hat jetzt die Brücke aufgemacht und hat uns hier natürlich in richtig Bedrängnis gebracht. Alter Schwede, ist das heute ein Sturm. Aber wir sind jetzt durch die Brücke durch. Die Brückenwärterin kam angerannt. Sie hatte noch Doppelrot, obwohl sie eine Viertelstunde nach der Mittagspause war. Aber sie hat sich ganz schnell beeilt. Aber ja, wir haben kurz an der Brücke angelegt, sind jetzt durch. Gott sei Dank.
Das war jetzt sehr unschön. Ich würde mal sagen, die hat einfach verpennt gehabt. Peter hat jetzt die Nummer angerufen gehabt. Da geht erst keiner dran. Man hat eine Bandansage. Aber wenn man nicht auflegt, kommt irgendwann doch eine richtige Person dran. Und die hat anscheinend die Brückenwärterin dann geweckt oder so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Die kam auf jeden Fall dann angerannt. Kleine Mahlzeit zwischendurch, eine Linsensuppe mit Würstchen. Solange der Wind von vorne kommt und es nur geradeaus geht, wäre das Boot wie von allein. Also mit einem Segelboot jetzt und im Freien draußen sitzen, das hatte ich keinen Bock drauf. Da sitzt hier schon gut unter der Kappe. Die Heizung von unten aus dem Salon wärmt hier den Bereich. Hinter uns ist ja zu. Also besser geht's nicht. Der Wind hat jetzt stark zugenommen. Wir haben jetzt sogar Schaumkronen auf dem Kanal. Die nächste Brücke ist wieder zum Glück einfach rot. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Noch passiert nichts. Dann müssen wir den auch wecken, den Brückenwärter, oder eingenickt. Oder Brückenwärterin. Ah, rot-grün. Ja, ich doch mit Geduld üben. Hier denkt man wieder, ist gar kein Wind. Jo. Und wir haben strahlendsten Sonnenschein. Ja. Aber gerade eben waren noch ein paar Regentropfen wieder dabei. Ist schon lustig. Läuft doch wie am Schnürchen. Ich bin froh, wenn wir heute den Ossenseil angelegt haben. Ich auch. Und ich dann in aller Ruhe dann anfangen kann, im Boot alles vorzubereiten fürs Winterlager. Wir sind jetzt gleich in Ossenseil. Vor uns sehe ich schon die letzte Brücke. Hier auf der Seite sind schon all die schönen Häuser wieder. Mit dieser tollen Bank. Oh, guck mal hier, die tolle Bank. Die ist ja super. Ja. Und wenn die jetzt gleich geöffnet hat, dann haben wir nur noch die große Brücke. Links kommt schon der Campingplatz. Und die letzte Brücke auf dem Stenberg-Ossenseil-Kanal macht auch schon rot-grün. Unser Ziel ist erreicht. Diese Brücke müssen wir noch nehmen. Supi, bei dem Wind ist man froh, wenn das alles so gut klappt. Da hinten ist der Hafen, die Kluft mit riesen Campingplatz. Da haben wir früher auch sehr oft gelegen. Bei der Fahrerei hier, das ist nicht so wirklich schön. Es geht natürlich, aber Spaß macht das nicht unbedingt. Und wenn alles so läuft wie jetzt hier, die Brücken aufgehen, fahren selber ist gar kein Problem. Und wenn die Brücken aufgehen, ist das auch kein Problem. Also da muss man sich nicht bange machen. Und mit Heck- und Bugstrahlruder und 2 Motoren kommen wir überall durch. Dafür sind die Boote ja schließlich auch gebaut. Ja, vor uns tümpelt jetzt hier so ein kleines Bötchen rum. Oh, bei dem Wetter hätte ich keine Lust, mit so einem kleinen Bötchen rumzufahren. Bin froh, wenn wir endlich anlegen können. Das ist immer so schön. Direkt hier am Kanal zu leben, das Haus und dann anschließend gleich noch das Boot vorm Haus stehen haben. Ah, das ist schon schön. An der Brücke hier von Ossenseil gibt es eine rote Ampel. Wenn hier noch rot ist, darf man auch wirklich nicht reinfahren, sondern muss hier in dem großen Becken hier draußen bleiben. Weil es kann ja sein, dass die andere Seite zuerst grün bekommt und wir dann erst danach durch können. Jetzt warten wir einfach, der Brückenwärter uns sieht. Das sind jetzt so Sachen, die nicht so angenehm sind. Aber hier ist das Becken groß genug, um auch rangieren zu können. Warum macht er jetzt nicht auf? Wäre natürlich schön, wenn die Brücke uns gleich hier öffnen würde. Oh Mann. Also manche Brückenwärter kann ich nicht verstehen, bei solchem Wind. Man weiß natürlich nicht, wie viele Boote auch von der anderen Seite kommen, die vielleicht zuerst dran sind. Ich höre es zwar klingeln, aber komplett rot noch. Von der anderen Seite kommt was. Die Brücke geht auf, wir haben rot. Das heißt, von der anderen Seite kommt jemand, dem müssen wir natürlich jetzt Platz schaffen. Jetzt stehen wir hier quer. Jürgen muss etwas zurücksetzen. Ja, heute haben wir das mal erlebt, dass es halt erst die andere Seite ist.
Die Brücke bleibt auf, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt kriegen wir grün. Jetzt geht's durch. Unsere letzte für heute, überhaupt für diese Saison. Das ist die letzte Brücke, die wir in dieser Saison passieren müssen. Und ich bin auch froh, dass es so ist. Das macht keinen Spaß mehr, bei diesem Wetter Boot zu fahren. Ich bin ein Schönwetterbootfahrer, gebe ich ehrlich zu. Einige Lokalitäten haben auf. Dann ist für uns heute Abend das Essen auch schon gesichert. Vorne sehe ich schon Vrion. Am frühen Nachmittag kommen wir an. Unseren Liegeplatz haben wir uns schon vorher vorreserviert und wussten also genau, wo wir hin sollten. Wir müssen noch diesen Tag bleiben, weil erst am Montagmorgen ist jemand da und wir können das Boot übergeben. Jetzt haben wir es geschafft. Müssen wir nur noch hier reinkommen. Bei dem Wind muss Marina nur über die Leiter mit der Vorleine von Bord und die Leine vorne belegen und schon ist das Boot gesichert. Ein kurzer Blick über die Anlage, der Kran, die Halle, wo gearbeitet wird, und ganz im Hintergrund ist dann die Halle, wo wir reinkommen. Wir sind so glücklich, hier zu sein, wir könnten die ganze Welt umarmen. Wir liegen jetzt hier bei Vrion. Peter und Petra liegen hier hinten. Strom funktioniert zum Glück, aber der Steg ist eher ein Wackelsteg. Da sind einige Bretter lose, muss man schon sehr vorsichtig sein. Deshalb haben wir auch eine Leine mehr gemacht, damit wir hier nicht in die Bedouille kommen. Aber es ist immer noch sehr windig und wir wollen ja nicht, dass der Steg abreißt mit unserem Boot. So sieht es jetzt aus und dann kann das Winterlager beginnen. Da vorne steht schon Peters Auto, wir holen nachher noch unser Auto. Jo, da hinten geht es in die Halle. Da werden noch Boote gebaut. Hier ist das Office und hinten am Steg steht dann unsere Brom. Dort drüben haben wir bisher mal gegessen bei den 3 Musketieren und heute gehen wir mal hier in der Brasserie und wollen das mal ausprobieren. Ja, ein Tisch reserviert, das sieht gemütlich aus. Oh, und wir sind alleine heute. Abend. Ja. In English. Englisch. In the corner. Ja, ich habe das Rindercarpaccio, Ich hab Gas. Geisengas und noch das Brot, die Brotplanke. Ja. Ja, jetzt haben wir hier Hähnchenschenkel mit Champignons und eine Ofenkartoffel und eine Ofenkartoffel dazu. Das Ganze 3-mal und einmal nochmal Hähnchen, auch mit der Ofenkartoffel. Und natürlich das übliche Gemüse. Schöner, gemütlicher Laden. Tschüss. Wie ist denn die Quintessenz? Die Quintessenz ist, wir haben gut gegessen. Und man kann das Lokal auch empfehlen. Es ist was grundsätzlich anderes. Man darf hier keine typische ordentliche Kost erwarten. Aber wenn man sich darauf einstellt, war es sehr gut. Und ein schöner, gemütlicher Laden mit freundlichem Personal hat sich auf jeden Fall gelohnt. Haben einige Luken geöffnet, damit die Batterien abgeschalten werden können. Salonbereich, den Boden frei gemacht, sodass überall an den Batterien gearbeitet werden kann. Ja, sieht ein bisschen kürmelig dann aus, wenn das auf ist, aber man muss es halt machen, damit die Handwerker auch drankommen im Winter. Hier hinten haben wir den ganzen Wohnbereich jetzt gelagert. Da muss ja jetzt momentan auch keiner mehr schlafen. Das war unsere Abschlussfahrt ins Winterlager nach Ossenseil und ich hoffe, euch hat das gefallen und bis zum nächsten Mal. Wir haben ein neues Winterlager hier bei Vrion in Ossenseil und gehen hier in die Halle. Wir haben jetzt ein paar Aufträge abgegeben, das Boot leer gemacht,
Die Fahrt war relativ windig, aber wir sind gut angekommen, haben unterwegs gut gegessen. Und ja, jetzt geht's nach Hause. Und die nächste Fahrt wird sein, wenn wir die Kappe holen. Da muss noch was gemacht werden. Die bringen wir dann nach Grau. Und ansonsten war es das erstmal für uns für dieses Jahr. Aber keine Sorge, es kommen noch ein paar weitere Videos von unserer zweiten Sommertour. Es wird nicht langweilig. Bis bald.